Ihr braucht ein neues Branddesign für eure Marke. Jetzt fragt ihr euch, wie ihr zum besten Ergebnis kommt? Ihr plant, einen Design-Pitch auszuschreiben? Dann seid ihr hier genau richtig. In diesem Video zeige ich euch, warum in dieser Situation ein klassischer Pitch das Ziel verfehlt und was die bessere Alternative ist. Warum schreiben Unternehmen eigentlich Kreativ-Pitches aus? Auch dann, wenn es um etwas so Komplexes geht wie strategisches Branddesign. Klar, ihr wollt Optionen vergleichen, ihr wollt den besten Ansatz finden und ihr wollt sehen, wie Agenturen mit dem Briefing umgehen. Aber eigentlich geht es ja um was anderes. Ihr wollt die beste Entscheidung treffen für ein Projekt, das für eure Marke richtungsweisend ist. Und ihr wollt Sicherheit, dass sich euer Invest am Ende des Tages auszahlt, statt die Katze im Sack zu kaufen. Das Thema ist also nicht so sehr die Kreativität, denn schließlich ladet ihr mit den Agenturen ExpertInnen ein, deren Daily Business die Kreation ist. Das eigentliche Problem ist die Absicherung. Wer versteht wirklich, wer ihr als Marke seid und welche Ergebnisse ihr braucht, um auf das nächste Level zu kommen? Wie ihr das herausfindet, zeige ich euch gleich. Denn genau dieses Restrisiko minimiert ihr nicht mit einem Pitch. Jedenfalls nicht, wenn es um strategisches Branddesign geht. Warum? Weil es nicht um eine temporäre Kampagne geht, bei der die originellste Idee über den Erfolg entscheidet. Bei Branddesign geht es um die visuelle Übersetzung eurer Markenstrategie für eine langfristig tragfähige Identität. Gutes Branddesign braucht eine valide inhaltliche Basis, Dialog, Feedback und mehrere Iterationen. Im Pitch bekommt ihr einen One-Shot-Entwurf, der kaum aussagekräftig ist, weil diese Basis fehlt. Lasst uns auf die wichtigsten Gründe schauen, warum Kreativ-Pitches nicht die Antworten liefern, die ihr braucht. Erstens. Im Pitch arbeiten Agenturen ins Blaue. Ohne Workshops oder Gespräche mit Stakeholdern müssen Agenturen Annahmen treffen und raten, was den KundInnen gefallen könnte. Zweitens. Pitches fördern dadurch Beeindruckungsdesign, also Entwürfe, die visuell vielleicht überzeugen, aber nicht unbedingt durchdacht sind. Das Pitch-Team ist auch nicht zwingend das Team, das weiter an dem Projekt arbeitet. Drittens. Die Entwürfe werden nur auf der Grundlage eines Briefings wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich ausfallen. Unternehmen können dann nur nach subjektivem Ersteindruck entscheiden, nicht nach strategischer Passung oder methodischer Qualität. Objektive Vergleichskriterien, um Entscheidungen abzusichern und zu legitimieren, werden also gar nicht geschaffen. Viertens. Gutes Design ist weniger ein Schönheitswettbewerb als vielmehr strategische Arbeit. Diese kann nur im Dialog entstehen, nicht in einer Konkurrenzsituation. Fünftens. Nicht zu unterschätzen, AuftraggeberInnen und Agentur müssen nicht nur fachlich zusammenpassen, sondern auch menschlich und kulturell. Auch das kommt im Pitch-Kontext zu kurz. Deshalb scheitern Pitches oft, weil Erwartungen enttäuscht werden, früher oder später. Ihr habt viel Zeit und Ressourcen in einen Prozess investiert, der euch keinen Schritt weitergebracht hat, sondern Meetings, 3, 4 oder 5 Präsentationen mit mehreren Teilnehmenden, interne Evaluation und Pitch-Honorare gekostet hat. Denn das sollte klar sein, wenn schon Pitch, dann vergütet. Viele renommierte Agenturen nehmen an unbezahlten Pitches ohnehin nicht teil, aus Prinzip. Niemand verschenkt eine hochwertige Leistung. In den Niederlanden sagt man, umsonst geht nur die Sonne auf. Wie gesagt, für eine Werbekampagne kann ein Pitch durchaus sinnvoll sein, für einen Designprozess nicht. Ein Beispiel aus der Praxis. Neulich waren wir zu einem Design-Pitch eingeladen. Die angefragten Entwürfe haben wir freundlich abgelehnt, aus all den gerade genannten Gründen. Was wir gemacht haben, war ein kompakter Brand-Audit mit erstem Feedback zur Strategie, dem aktuellen Markenauftritt und ersten Handlungsempfehlungen. Am Ende haben wir den Kunden so von uns überzeugt und uns gegen sämtliche Pitch-Entwürfe durchgesetzt. Was ist also die Alternative? Hier ist der beste Weg, eine passende Agentur zu finden, ohne Pitch, aber mit Plan. Investiert statt in 5 Pitch-Honorare in einen strategischen Markenworkshop. Arbeitet einen Tag mit einer ausgewählten Agentur zusammen. Ihr merkt sofort, wie das Agenturteam denkt, ob es kritisch und klar ist und das Beste. Am Ende des Tages habt ihr nicht 5 verschiedene Präsentationen vorliegen, sondern einen echten Erkenntnisgewinn, der euch und eure Marke in jedem Fall weiterbringt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr die richtige Agentur im Markt identifiziert, abonniert unseren Kanal und verpasst nicht unser nächstes Video zum Thema die richtige Agentur auswählen. Vielen Dank fürs Zusehen und tot de volgende keer.